Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Und heute stellen wir euch vor den Helicontex Bushcraft SAS Smog. Ja, Smog, Smog, Smog. Wir lieben Smogs, aber tatsächlich, wenn man, ich sag mal, in Deutschland an Smog denkt, ist das, was wir denken, der Multi-Pocket Smog. Hier der Bushcraft Smog, der Bushcraft SAS Smog von Helicontex ist ein bisschen anders und orientiert sich im Wesentlichen an die Parasmogs oder tatsächlich an die SAS-Smogs der frühen 90er Jahre. Klassisches Design, gute Jacke und wir stellen euch vor. Vom Material her würde hier gewählt ein Dura Canvas, also Dura Canvas, so eine Bezeichnung von Helicontex. Ist ähnlich und vergleichbar mit dem G2000 von Fjällräven. Also 65% Polyester, 33% Baumwolle und 2% Elastan. Was den Vorteil hat, dass man das sehr gut wachsen kann und dementsprechend auch imprägnieren kann. Was ich persönlich oder wir finden das wirklich cool. Von den Features fangen wir oben an. Es gibt eine Kapuze, die sich natürlich verstellen lässt und entsprechend an die Kopfform anpassen lässt, sodass man freie Sicht auch im Regen hat. Soweit so klassisch. Der Reißverschluss ist doppelt ausgeführt. Das heißt, ja, wir haben einmal die Öffnung von oben nach unten, aber können auch von unten nach oben, was wir sehr, sehr gut finden, damit man in der Bewegung weniger eingeschränkt ist. Ja, gerade wenn der ein bisschen enger am Bund sitzt, kann man hier nochmal den schön öffnen. Und gerade bei befüllten Taschen ist es gut, hat man da noch ein bisschen mehr Möglichkeiten und mehr Freiheiten. Und nochmal ein Knopf zum Fixieren. Das passt soweit. Kommen wir zur Taschenkonfiguration. Auch hier ist es relativ klassisch mit aber ein paar schönen Details, die uns sehr, sehr gut gefallen. Wir haben relativ kleine obere Brusttaschen. Wenn man die aufmacht, die sind gut gearbeitet, haben hier auch noch Staumöglichkeiten und haben hier die Möglichkeit, Dinge zu fixieren. Hier mal als Beispiel der Kompass. Also dafür ist die Größe tatsächlich ideal für so Kleinteile, ist auf beiden Seiten gleich eingeführt. Dann ebenso auf beiden Seiten die Napoleon-Taschen. Die tatsächlich, wenn man hier wirklich, man kann das hier sehen, gehen wirklich über den gesamten oberen Brustbereich, sind also sehr schön groß, darauf legen wir Wert, damit auch größere Sachen verstaut werden können. Ist aber auch gut für kleinere Sachen, wie ein Buff oder so, kann man da sehr gut reinpacken. Oder, ich habe das mal auf der anderen Seite gemacht, eine Karte kann man hier wirklich gut reinpacken. Auch hier das Netzfutter mit 100% Polyester hilft also auch, wenn man den Smog mal ein bisschen belüften möchte. Ich persönlich mache das eher nicht, weil die Tasche ist ja dafür da, um was reinzupacken. Und zur Belüftung nutze ich dann lieber die Belüftungsschlitze, die hier an der Seite sind, die eben auch hier gearbeitet sind. Die unteren Taschen kann man auch sehen und man sieht auch hier sehr, sehr gut, hier mal ein bisschen überfüllt und hier so, was man normal reintun kann. Was uns hier gut gefällt, ist, dass die nochmal überschlagen, also wirklich die Dinge, die hier drin sind, sicher halten. Ideal für ein paar Handschuhe, kann man sehen, verschwindet hier alles gut. Und hier auf der Seite habe ich mal bewusst etwas mehr reingepackt. Also ein Schachmak, ein Tuch, ein etwas größeres. Damit ist die Tasche auch schon gut gefüllt. Habe ich aber auch zusätzlich noch drin eine Mütze, eine Fließmütze. Passt hier also unproblematisch rein. Was mir besonders gut gefällt, was uns besonders gut gefällt, sind die Reißverschlüsse hier unten. Weil, machen wir uns nichts vor, wenn wir draußen sind und man mal die Hände in die Hosentasche stecken kann, also über der Hosentasche ist natürlich der Smog und wenn man diese Handtaschen hat, finde ich immer schön, kann man auch noch mal ein bisschen Kleinmaterial reinmachen, das passt. Mögen wir sehr. Ich habe ja bereits gezeigt, dass in der linken Tasche die Handschuhe drin sind und hier ist auch noch mal ein schönes kleines Gimmick, was gar nicht auf den ersten Blick auffällt und das sind so die kleinen Details, die uns wirklich gut gefallen an dem Smog, dass man hier nochmal Paracord vernäht hat, um zum Beispiel seine Handschuhe hier anbringen zu können und dann sind sie aus dem Weg, muss sie nicht irgendwo anders klipsen oder muss nicht an den Hosenbund, um dort irgendwas zu klipsen und ist entsprechend
vorbereitet. Gefällt uns sehr, sehr gut. Bevor wir zur Innenseite kommen, drehen wir nochmal um. Rückenseite, gibt es nicht mehr zu sagen. Hier kann man den mittleren Bund sehen, den schauen wir uns jetzt aber nochmal von innen an. So, innen, wenn man den Smog aufmacht, man sieht, und das ist aus meiner Bewertung ein großer Vorteil, kein Futter, nichts, ganz simpel, ganz plain gehalten. Man kann hier das Polyester-Netzstoff sehen. Man sieht hier die Bundverstellung gerade auf Hüfthöhe, ja, dass man hier entsprechend mit Shockcoat gearbeitet hat, ist also schön flexibel, gefällt uns gut und das ebenso im unteren Bundbereich hier auch nochmal schön abgenäht, kann man das auch nochmal sehr, sehr schön verstellen. Das finde ich gut oder das gefällt uns an dem Smog. Kein Futter, einfach wie es auch die klassischen Smogs sind zum Überwerfen. Was uns noch gefallen würde, wäre wie in den klassischen Smogs oder in einigen klassischen Smogs hier einfach nochmal den Einnäher. Weil wir haben nicht wie bei anderen Smogs hinten die Wilderertasche und viele brauchen die auch gar nicht. Aber wenn man gerade im hinteren Bereich mal so etwas Größeres wie ein Tuch nochmal reinpacken kann, finde ich, wertet das den Smog ganz extrem auf und macht ihn noch besser oder noch mehr zu benutzen. Gefällt mir persönlich besser, würde uns besser gefallen. Ansonsten zum Fazit. Der Helicontex SAS Smog, der Bushcraft SAS Smog, ist eine schöne Jacke zum Draußensein. Aber ich finde, wir finden nicht nur für den Wald geeignet, sondern ist auch, wenn man in der Stadt unterwegs ist, ja, ist das eine schöne Jacke, die nicht sofort schreit, Bushcraft Survival draußen sein, sondern kann auch eine schöne zivile Jacke sein, die man in der Stadt tragen kann, ohne dass man direkt auffällt. Unterstützt wird das durch die Farbkombination, die Helicontex da anbietet. Zum Beispiel dieses Erdbraun, haben wir auch das Tiger Green, das ist schon ein bisschen, geht schon eher in die Waldrichtung, geht es aber auch in Schwarz. Wir fänden es noch schön, wenn es vielleicht eine Navy-Variante gäbe, wo man wirklich nicht so sehr auffällt und man hat trotzdem ein schönes Stück Jacke mit dabei. Was man sowohl im Herbst, sogar im Sommer als dünne Überjacke und mit einem Pullover oder mit einer Fleecejacke oder einer Wolljacke drunter auch im Winter sehr, sehr gut tragen kann. Worauf zu achten gilt bei Helicontex ist aber ganz oft so, im Vergleich zu anderen Smogs sitzt der True to Size. Also hier, das ist eine EU XL, ist eine USL, sitzt völlig in Ordnung, aber wenn man das Weite vom Smog gewöhnt ist, sollte man eine Nummer größer kaufen. Was sind eure Lieblingssmogs? Mögt ihr die 4 Taschen, ja, als Alternative zur M65 vielleicht? Oder ist es doch der Multi-Pocket-Smog, der euch anmacht? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, den Helicontex Bushcraft SAS Smog oder auch die anderen Produkte von Helicontex könnt ihr im Camo Store bestellen. Link blenden wir ein. Jetzt seid ihr gefragt. Was sagt ihr zu den 4 Taschen Smog? Ja, mögt ihr lieber, wenn ihr einen Smog haben wollt, den Multi-Pocket Smog? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten liken, Abo, Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao.